Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für Schokocroissants. Normalerweise brauchen wir dafür einen Plunderteig. Dieser wird mehrmals ausgerollt, gefaltet und immer wieder kühl gestellt. Mir ist das allerdings immer etwas zu aufwendig und deshalb zeige ich euch heute mal einen anderen Weg. Als erstes einen halben Würfel Hefe mit 50 Gramm Zucker und 300 Millilitern lauwarmer Milch in einem hohen Gefäß verrühren. Dann 500 Gramm Mehl, die Hefe-Milch-Mischung und einen Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und jetzt alle Zutaten mit einer Küchenmaschine für etwa 4 bis 5 Minuten verkneten, so lange, bis sich der Teig komplett von der Schüsselwand gelöst hat, aber immer noch leicht klebrig ist. Im nächsten Schritt die Arbeitsplatte etwas einmehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen und jetzt mit den Händen für etwa 1 bis 2 Minuten durchkneten. Anschließend eine Kugel aus dem Teig formen und die Teigkugel mit einem Messer in 8 ungefähr gleich große Stücke schneiden. Die Teigstücke werden jetzt nacheinander zu kleinen Bällchen geformt. Und wenn ihr das erledigt habt, die Arbeitsplatte nochmals leicht einmehlen und dann alle Teigkugeln zu runden Teigfladen ausrollen. Dafür zunächst mit den Händen etwas flach drücken und dann mit dem Nudelholz dünn und flach ausrollen. Anschließend, wie bei einem Pizzateig, mit den Händen auseinanderziehen. Die Teigfladen sollten in etwa die Größe eines Tellers haben. Und wenn ihr alle Teigkugeln auf diese Weise ausgerollt habt, einen Teigfladen auf ein Küchenbrett legen, mit etwa 30 Gramm weicher Butter einstreichen, schön gleichmäßig bis zum Rand. Dann einen zweiten Teigfladen drüber legen, diesen ebenfalls mit etwa 30 Gramm weicher Butter einstreichen und das Ganze jetzt so lange machen, bis alle Teigfladen aufgebraucht sind. Also immer einen Teigfladen, dann mit Butter einstreichen, wieder einen Teigfladen, danach wieder Butter, bis ihr zum Schluss den letzten Teigfladen oben drauf legt und diesen jetzt nicht mehr mit Butter einstreichen, sondern einfach nur oben drauf legen und den fertigen Teigstapel anschließend für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den Teigstapel danach auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche heben . Und jetzt zunächst mit den Händen von innen nach außen etwas flach drücken. Danach mit dem Nudelholz weitermachen. Auch hier immer von innen nach außen arbeiten. Darauf achten, dass ihr die Butter nicht am Rand herausdrückt. Das Nudelholz also nicht zu fest auf den Teig drücken. Und den Teigstapel schön dünn und flach ausrollen. Wenn das erledigt ist,
einen Pizzaschneider oder ein Messer zur Hand nehmen und den Teigkreis in 8 gleich große Dreiecke schneiden. Jedes Dreieck nochmal behutsam mit dem Nudelholz in alle Richtungen ausrollen. Dann einen Riegel Zartbitterschokolade mittig am breiten Rand des Teigdreiecks platzieren und das Dreieck von der breiten Seite her straff aufrollen und dann zu einem Croissant formen. Jeweils 4 Croissants mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, mit einem Küchentuch bedecken und dann für 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Volumen der Croissants deutlich vergrößert hat. Dann ein Ei mit einem Schluck Milch verquirlen und die Croissants rundherum mit der Ei-Milch-Mischung einpinseln. Und danach im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 12 bis 15 Minuten goldbraun backen. Die fertigen Croissants aus dem Ofen holen, jetzt noch dekorativ mit etwas geschmolzener Zartbitterschokolade verzieren. Und danach erstmal abkühlen lassen. So sehen die fertigen Croissants dann aus. Eine richtig schöne goldbraune Farbe. Hier nochmal eins durchgeschnitten. Die einzelnen Teigschichten sind wunderbar aufgeblättert. So sollte ein Croissant aussehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.